Hallo Hallo. zusammen. Das waren Eindrücke von unserem Ausflug zum Franz Joseph Gletscher. Es war auf jeden Fall eine richtig spektakuläre Tour, da mit dem Helikopter hochzufliegen. Es war auch unser erster Helikopterflug und es war einfach richtig schön, da auf dem Gletscher wandern zu können. Die ganzen Farben von dem Eis und so. War richtig faszinierend. Ja, wenn man so eine Tour plant, dann sollte man sich auf jeden Fall auch ein paar Tage Pufferzeit einplanen, weil ja, wir hatten so ein bisschen Pech mit dem Wetter. Also es hat ungefähr 4 Anläufe gebraucht, bis wir wirklich auf den Gletscher hoch konnten. Auch wenn das Wetter schön aussieht, kann einem genau eine Wolke dazwischen kommen, dass der Flug dann abgesagt wurde. Und das ist uns auch mehrmals passiert. Deswegen waren wir extrem froh, dass es dann am Ende doch noch geklappt hat und dass wir die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Und es war einfach richtig schön, da oben auf dem Gletscher im Eis zu wandern. Ja, nach dem Gletscherflug sind wir dann weitergefahren Richtung Christchurch über den Arthurs Pass. Da haben wir auch nochmal Halt gemacht bei einem richtig schönen Wasserfall. Dem Devil's Punch Bowl. Genau, und Ja. davon könnt ihr jetzt noch eine Aufnahme sehen. Und heute ist auch schon unser letzter Tag in Neuseeland. Ja, leider. Aber wir haben was richtig Cooles geplant, und zwar wollen wir dann passend zu dem Schnee-Eis-Thema in das Antarctic Center, weil ich würde echt gerne mal in die Antarktis und da können wir mal ausprobieren, wie das so wäre. So, wir waren hier gerade in der Kältekammer und haben ausprobiert, wie sich ein antarktischer Sturm anfühlt. Und es war echt ungemütlich. Also es war minus 8 Grad kalt in dem Raum, aber der Wind hatte dann nochmal minus 18 Grad, glaube ich. Also es war echt ziemlich kalt. Natürlich ist es in der echten Antarktis noch viel kälter, ich glaube gerade minus 50 Grad. Ja. Aber es war ein Vorgeschmack. Wir haben hier gerade noch eine Fahrt mit dem Haglund gemacht. Das ist so ein für die Polargebiete entwickeltes Fahrzeug. So ein Amphibienfahrzeug. Und die hatten extra eine richtig große Teststrecke dafür aufgebaut mit Steinen, Baumstämmen im Weg. Es ging richtig steil hoch und wieder runter und ja, es ist wirklich dieses Center wie so ein Erlebnispark irgendwie. Kann man so viel machen. Wir haben auch vorhin schon Huskies gestreichelt, die waren auch richtig niedlich und weich. Also schon sehr cool gemacht hier. Und dann gucken wir, dass wir jetzt gleich noch zur Pinguinfütterung gehen können. So, wir haben jetzt alles gesehen hier im Antarktiszentrum und machen uns jetzt wieder auf den Heimweg. Und damit endet dann auch unsere Zeit hier in Neuseeland. Ja, es war sehr schön hier im Antarctic Center und auch sehr interessant. Wir haben viel gelernt. Wichtig zu wissen ist auch, dass die Pinguine, die hier wohnen, in freier Wildbahn gar nicht überleben würden, weil die alle leichte Behinderungen haben, zum Beispiel irgendwie einen gebrochenen Fuß oder einen gebrochenen Flügel oder die sind auf einem Auge blind. Und das ist dann hier echt niedlich, die anzuschauen und zu sehen, dass es denen hier sehr gut geht und ja, nochmal eine zweite Chance bekommen haben.
Ja, morgen geht unsere Reise dann weiter in Richtung Südostasien. Davon gibt es dann nächste Woche mehr. Also bleibt dran, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.